Hallo zusammen, in diesem Video erzähle ich euch von einem weiteren Zeitrelais. Das ist das Modell DKC04. Hier ist es beschriftet. Jetzt werden wir es anschließen, alle Funktionen überprüfen, die es hat. Das Relais selbst ist ohne mechanisches Relais ausgeführt. Das heißt, die Kontakte werden hier über einen Transistorhalter geschlossen. Es ist also ein Solid-State-Relais, deshalb verbraucht es viel weniger Strom. Aber man kann keine 220 Volt hindurch leiten. Es ist für bis zu 30 Volt ausgelegt. Man kann eine Laster anschließen. Alle Kontakte sind hier beschriftet. Hier sind 4 Kontakte. Die oberen beiden, diese hier, daran wird Strom aufgeschlossen. Von 5 bis 30 Volt können angelegt werden. Hier ist GND-, 5 bis 30 ist Plus, Stromversorgung für das Relais. Und das wird auch die Stromversorgung für unseren Verbraucher sein. Denn der Ausgang sind die 2 unteren Kontakte. Hier sind sie. Daran schließen wir den Verbraucher an. Und Relais und Verbraucher werden mit der gleichen Spannung versorgt. Hier ist also der Ausgang Out Plus und Out Minus. An diese 2 Kontakte schließen wir unseren Verbraucher an. Dort 5, 12, 24 bis zu 30 Volt. Hier sind 2 Kontakte. Das sind die Triggerkontakte. Der Trigger schaltet das Relais an. Das heißt, wir legen hier Spannung an. Die Kontakte sind auch auf dieser Seite beschriftet. Grundtrigger ist Minus. Und hier haben wir Signal, das ist Plus. Man kann Spannung bis zu 24 Volt verwenden. Auch ab 5 oder ab 3. Höchstwahrscheinlich steht in der Anleitung. Von 3 bis 24 Volt. Wir geben ein Signal, entweder Dauerhalter oder kurzzeitig, und das Relais schaltet ein. Man kann auch ohne Trigger auskommen. Dafür müssen wir hier Kontakte anlöten. Diese 2 Kontakte, sie erfüllen die Funktion eines Tasters. Das heißt, das ist ein Fotorelais, dessen Stromversorgung, und es schließt diese 2 Kontakte, wenn Strom anliegt. Das Fotorelais schließt diese Kontakte. Deshalb kann man hier keinen Strom anlegen, sondern einfach diese 2 Kontakte überbrücken, einen Taster oder irgendeinen Schalter einsetzen. Wenn die Kontakte überbrückt werden, schaltet sich das Relais an. Hier haben wir ein Solid-State-Relais statt eines mechanischen. Erstens macht es keine Geräusche, kein Klicken, und es verbraucht viel weniger Strom. Das ist nützlich für Schaltungen mit autonomer Stromversorgung, zum Beispiel von Batterien. Das heißt, jedes Relais würde mehr Strom verbrauchen, hier viel weniger. Nun, wir messen es, wenn wir es anschließen. Tasten für Einstellungen und das Display selbst, auf dem wir Zeit und Programm einstellen. Ich habe 12 Volt Strom angeschlossen. Das Relais selbst verbraucht 10 mA. Das ist, wenn das Relais nicht geschlossen ist. Wenn man das Relais startet, hier ist Lege Minus an schon angeschlossen. Es schaltet mit Plus ein. Hier gestartet. Der Countdown hat begonnen. Hier ist das Relais jetzt geschlossen und verbraucht etwa 11 bis 13 mA. Das ist das Relais im geschlossenen Zustand. Hier hat sich das Relais jetzt abgeschaltet und wieder im Standby-Modus verbraucht es 10 mA. Außerdem, wie ich sagte, kann man das Relais außer mit dem Trigger auch starten, indem man diese 2 Kontakte überbrückt. Hier überbrücke ich mit dem Schraubenzieher und der Countdown hat auch begonnen. Das Programm wird mit Hilfe dieser Tasten eingeschaltet. Wir gehen mit der Set-Taste in der Programmiermodus. Set 2 Sekunden lang drücken. So sind im Menü. Das Programm wird mit diesen Tasten ausgewählt. Hier haben wir 4 Hauptprogramme und es gibt auch Unterprogramme. Fangen wir mit dem ersten Programm an. Unterprogramm 1.1. Gehen rein
OP ist die Zeit im eingeschalteten Zustand. Die Zeit wird auch mit dem Up- und Down-Tasten geändert. Es ergibt sich die kleinste Massenheit sind Millisekunden. Hier nach dem Punkt sind Millisekunden. 9 Sekunden, 3 Millisekunden. Wir können einstellen, was wir brauchen, maximal 999 Sekunden. Man kann auch andere Massenheiten mit dem Stopp-Taste wählen. Wir schalten diese Punkte um. Wenn 3 Punkte leuchten, wird die Zeit in Minuten gemessen. Jetzt werden es 94 Minuten sein. Maximale Zeit ist 999 Minuten. Und wenn ein Punkt auf dieser Seite ist, dann ändert sich diese 2 in Sekunden. 115 Sekunden. Man kann auch erhöhen, verringern. Ich stelle zum Beispiel 7 Sekunden ein und mit der Set-Taste speichern wir. Hier die Einstellungen sind gespeichert. Um das Relais zu starten, müssen wir entweder Strom anlegen oder diese 2 Kontakte überbrücken. Beachten Sie auch, mit dem Stopp-Taste können wir das Relais ausschalten. Es wird nicht reagieren. Hier On eingeschaltet und jetzt überbrücken wir die Kontakte. Das Relais schaltete für 7 Sekunden ein. Der Countdown startete, danach schaltete das Relais ab. Jetzt Programm 1.2. Gehen ins Menü, schaltet auf 1.2 um. Die Zeit lasse ich auch so speichern und Standard neu. Das ist genau das gleiche Programm. Das einzige ist, wenn wir die Taste ein zweites Mal drücken, beginnt der Countdown von neuem. Das heißt, wir können das Einschalten durch Tastendruck verlängern. Hier ist der ganze Unterschied zu 1.1. Hier ist die Zeit abgelaufen. Relais aus. Jetzt Programm 1.3. Schaltet auf 1.3 um. Speichern. Startet das Relais. 7 Sekunden. Normal gedrückt. Das Programm schaltete ab. Das heißt, es unterscheidet sich dadurch, dass wir das Relais vorzeitig ausschalten können, ohne zu warten, bis die Zeit bis zum Ende abgelaufen ist. Wir überbrücken den Kontakt nochmals und das Relais schaltet ab. So funktioniert Programm 1.3. Jetzt betrachten wir Programm 2. Gehen ins Menü, wählen das zweite Programm, gehen in seine Einstellungen. OP ist die Zeit im eingeschalteten Zustand. Wählen 5 Sekunden. CL ist die Zeit im ausgeschalteten Zustand. Wählen 4 Sekunden. Es ergibt sich in diesem Modus, wenn ein Signal angelegt wird, gibt es eine Zeitversorgerung CL. Wir haben 4 Sekunden eingestellt und dann schaltet das Relais für die Zeit ein, die wir in OP eingeschaltet haben. Prüfen. Hier läuft der 4 Sekunden Countdown. Dann schaltet das Relais für eine bestimmte Zeit ein und dann schaltet es ab. Mit diesem Programm können wir eine Einschaltversorgung einstellen. Jetzt schalten wir das dritte Programm ein, wählen 3.1, gehen in die Einstellungen,
OP an, CL aus. Wählen wir so 6 Sekunden. Lob ist die Anzahl der Wiederholungen. Wenn 3 Striche ist es Unendlichkeit. Oder man kann die Anzahl der Wiederholungen bis zu 999 Mal einstellen. Wählen Unendlichkeit, speichern, prüfen. Das Relais schaltet sofort für die OP-Zeit ein, dann CL aus. Und es schaltet abwechselnd ein und aus. Mit dieser Funktion kann man Einblicke machen, wenn man eine kleine Zeit anstellt, zum Beispiel je eine Sekunde. Startet. Starten. Es ergibt sich so ein Blinker. Man kann es noch schneller machen, wenn in Millisekunden. Man kann das Relais auch mit dem Stopp-Taste ausschalten. Jetzt prüfen wir Programm 3.2. Reingegangen. Ob wählen 4 Sekunden. Zähl wählen 6 Sekunden. Lob Unendlichkeit. In diesem Programm arbeitet das Relais genauso wie in 3.1, aber wir müssen es nicht starten. Es schaltet sich von selbst an. Wenn Strom angelegt wird, hier schaltet es sich von selbst ein und reagiert nicht auf den Trigger, so funktioniert Funktion 3.2. Und es blieb das letzte, 4. Programm. Reingehen. Hier wird als Anzeigezeit die Ausschaltversorgung gewählt. Es funktioniert so, die Funktion schaltet sich ein, nachdem das Signal ausgeschaltet wurde. Zum Beispiel haben wir Spannung angelegt und halten sie. Nachdem wir das Signal wegnehmen, erst danach beginnt der Countdown. Hier überbrücke ich die Kontakte und halte. Kein Countdown. Wenn ich das Signal wegnehme, beginnt der Countdown auf Schaltversorgung und das Relais schaltet ab. So funktioniert das vierte Programm. Danke an alle für Zuschauen. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.